Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video geht es um einen Cold Case, um den Mord an Maria Ida Lucas. Die Tat geschah am 24. Juli 1992, also vor über 30 Jahren. Als wenn es nicht schon tragisch genug wäre, wenn ein Mensch ermordet wird. So fand der Ehemann von Maria Ida Lucas seine Frau tot. Auch heute lebt er noch in dem Haus, in dem er damals mit seiner Frau lebte, ein paar hundert Meter von dem Waldstück in Refrath entfernt, in dem Maria Ida Lucas beim Joggen überfallen, vergewaltigt und erdrosselt wurde. Die Leiche wurde von ihrem Ehemann und dem damals 21-jährigen Sohn 5 Tage nach ihrem Verschwinden gefunden. Und bis heute ist der Täter nicht ermittelt. Der Ehemann ist mittlerweile 78 Jahre und lebt allein in dem Haus mit dem riesigen Garten am Waldrand und dem wunderbaren Ausblick von der Terrasse. Seine beiden Söhne sind inzwischen ausgezogen. Und jedes Mal, wenn er die Treppe nach unten nimmt, kommt Klaus Neumann an einem Bilderrahmen vorbei und hinter Glas klebt die Teilnehmerurkunde seiner Frau vom London-Marathon 1989. Maria Idas Mann ist Naturwissenschaftler und hat lange im Bereich Kernenergie gearbeitet. Er sagt, dass er sachlich ist, logisch denkt und sehr präzise sei. Und umso schwerer fällt es ihm dann nachzuvollziehen, dass die Polizei nach so vielen Jahren immer noch niemanden verhaftet hat. Er will, dass der Täter zur Rechenschaft gezogen wird. Es gibt hier eine DNA-Spur von dem Täter und viele Cold Cases können anhand dieser DNA-Spur dann auch aufgeklärt werden. Aber im Fall von Maria Ida Lucas blieb der Durchbruch bisher trotzdem aus. Am 24. Juli 1992, das ist ein Freitagabend, bricht die Versicherungsangestellte Maria Ida Lucas zu einer Joggingtour am Benzberger See auf. Dort, wo heute die Badetherme Mediterrana steht. Gegen 18 Uhr wird die damals 46-Jährige zum letzten Mal lebend gesehen. In den folgenden Tagen macht sich der 21-jährige Sohn zunehmend Sorgen, weil er seine Mutter nicht erreicht. Am 5. Tag nach ihrem Verschwinden informiert er seinen Vater, der zu dieser Zeit von Maria Lucas getrennt lebt. Die beiden Männer gehen die Strecke ab, die die 46-jährige Maria Lucas für gewöhnlich nimmt. Das ist ein 5 Kilometer langer Rundkurs in dem Wäldchen zwischen Refrath und Benzberg. Und zwischen hohen Sträuchern findet der Ehemann die Leiche seiner Frau. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter sie ins Gebüsch gedrängt und vergewaltigt hat. Die Beamten finden Spuren von Gewalt gegen den Hals. Etwa 20 Zeugen berichten in den folgenden Tagen von verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit. 2 Spaziergänger wollen einen Mann in Jeans gesehen haben, der einer Joggerin hinterherlief. Ein Autofahrer erinnert sich an einen Mann, der sich in einem Gebüsch eine Strumpfmaske zur Stirn hochrollte. Doch sämtliche Ermittlungen liefen ins Leere. Und der Ehemann von Maria Lucas erinnert sich heute noch an jedes Detail. Mitten zwischen den Sträuchern liegt die Leiche seiner Frau, auf dem Bauch, den Kopf zur Straße geneigt. Und er schaut nicht genau hin. Er bewahrt auch seinen Sohn vor dem Anblick. Er dachte nur, sofort weg und die Polizei benachrichtigen. Bloß keine Spuren hinterlassen. Sonst verdächtigen die nachher noch mich, erzählt der Ehemann. Und das wäre ja tatsächlich möglich gewesen, denn er als Ehemann gerät natürlich als erster in den Fokus und dann zusätzlich noch, weil die beiden sich getrennt haben. Und tatsächlich hat die Polizei ihn später gebeten, ihnen seine Jeans zu geben. Die Ermittler wollten die Stofffasern mit Spuren vom Tatort vergleichen. Er hatte ja kein Problem damit und verstand das auch, dass sie das machen mussten. Und fast jeder im Ort wusste, dass er und Maria Lucas sich wenige Monate vor dem Mord getrennt hatten. Sie war zu einem anderen Mann gezogen und Eifersucht ist ja ein starkes Tatmotiv. Aber auch das verstand der Ehemann. Er ließ alles über sich ergehen. Dabei stand dann für die Polizei schnell fest, dass an den Gerüchten nichts dran war, also an den Gerüchten, dass er der Täter sein könnte. Die Spurensuche am Tatort ist mühsam. Es ist der 29. Juli 1992 und behutsam durchkämmen Beamte in weißen Overalls das unwegsame Gelände.
Sie finden aber nichts, was sie entscheidend weiterbringt. Vollkommen unerklärlich für die Ermittler ist, dass niemand etwas bemerkt hat, denn die nächsten Wohnhäuser sind keine 100 Meter entfernt. 3 Meter neben dem Fundort führt eine Hauptstraße entlang. Auf dem Gehweg daneben führen Spaziergänger ihre Hunde aus. Aber niemand konnte irgendeine heiße Spur liefern. Die letzte Juliwoche war extrem heiß im Jahr 1992 und immer wieder gingen auch heftige Regengüsse nieder. 5 Tage lang lag die Leiche von Maria Lukas im Freien. Und das war dann keine einfache Arbeit für die Spurensicherung. Und dennoch finden die Beamten auf dem Körper der Toten ein winziges Haar. Außerdem eine DNA-Spur an der Jogginghose und einen weiteren Gegenstand, den die Staatsanwaltschaft heute nicht näher benennen möchte. Fest steht, mit den damaligen Untersuchungsmethoden lässt sich aus dem sichergestellten Material kein DNA-Profil des Täters erstellen. Das Haar, die Hose und das dritte Fundstück verschwinden in der Asservatenkammer. Der Fall blieb ungelöst. Das Waldstück am Bernsberger See ist immer noch eine beliebte Joggingstrecke. Die damals mannshohen Bäume ragen heute mehr als 10 Meter in den Himmel und sie wachsen dicht beieinander. Sonnenstrahlen dringen dort nicht bis zum Boden. Und wenn der Ehemann von Maria Lukas an dieser Stelle vorbeifährt mit dem Auto oder mit dem Fahrrad, löst das nichts in ihm aus, sagt er. Gar nichts. Er wundert sich nur, dass da immer noch Läuferinnen allein unterwegs sind, auch im Dunkeln. Er hat einen schmalen Aktenordner mit alten Schreiben von der Polizei und ausgeschnittenen Presseartikeln. Und er zeigt dem Reporter einen 5 Jahre alten Zeitungsschnipsel. In Dietholz haben sie 2007 einen 43-Jährigen verhaftet. Der hatte 1983 eine Frau überfallen, vergewaltigt und erdrosselt. Ein ähnlicher Fall. Er hat daraufhin die ermittelnde Behörde in Norddeutschland angeschrieben und bat darum, Übereinstimmung zu prüfen. Und man hat ihm wie folgt geantwortet. Keine Übereinstimmung. Der 43-Jährige könne die Tat in Refrath nicht begangen haben. Parallelen fielen dem Ehemann auch zu einem Mordfall auf, der in der Nähe von Köln spielt. Der Täter wurde gefasst und verurteilt. Und auch diese Spur hat die Polizei überprüft. Es gebe tatsächlich auffällige Ähnlichkeiten zwischen beiden Fällen, berichtet ein Ermittler. Aber es bleiben Indizien, es gibt keinen einzigen Beweis. Und der Verdächtige streitet alles ab. Und am 5. April 2007 liegt dann ein Brief von der Staatsanwaltschaft Köln bei ihm im Briefkasten. Ein Hoffnungsschimmer. Darin steht, unter anderem, teilen wir Ihnen mit, dass die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen wieder aufgenommen hat, da sich neue Anhaltspunkte ergeben haben. Ein Ermittler, der bei der Mordkommission für die Bearbeitung alter, ungelöster Mordfälle zuständig ist, hatte die Jogginghose, das Haar und das dritte Fundstück zum Landeskriminalamt nach Düsseldorf geschickt und mit den neuen Methoden konnten die Spezialisten an der Jogginghose eine männliche DNA entschlüsseln. Der Ehemann wird zum Speicheltest gebeten, damit er klar als Träger ausgeschlossen werden kann. Und natürlich war der Test negativ. Auch der Abgleich mit weiteren Verwandten und Freunden von Maria Lukas bringt keinen Treffer, ebenso wenig der Vergleich mit den Datensätzen verurteilter Straftäter aus dem Computer des Bundeskriminalamts. Die Polizei bittet weitere 230 Männer zur Speichelabgabe, Bekannte, Arbeitskollegen und all jene, die sich am Abend der Tat in der Nähe aufgehalten haben. Deren Personalien hat die Polizei seinerzeit notiert. Die Speichelabgabe ist freiwillig, zwingen kann die Polizei niemanden. Denn es besteht kein dringender Tatverdacht. 150 Männer kommen der Bitte nach, manche wollen nicht, einige sind inzwischen gestorben, andere nicht auffindbar. Letztlich ist allerdings nicht einmal eindeutig klar, ob es die DNA des Täters ist. Die Untersuchung des Haares ist dann deutlich komplizierter, denn es ist ein Haar ohne Wurzeln. Und daraus ein DNA-Profil zu erstellen, erfordert eine aufwendige chemische Analyse. Aber es gelingt. Es ergibt sich zwar kein vollständiges DNA-Bild, aber das Haar enthält ausreichend Informationen, um sie mit den Profilen der Freiwilligen zu vergleichen. Aber auch hier gibt es keinen Treffer. Da gab es dann nur noch den dritten Gegenstand, der in der Nähe der Leiche lag. Aber bislang ist es den Experten nicht gelungen, eine eindeutige DNA-Spur daraus zu gewinnen. Der Ehemann ist mit seiner Geduld allmählich am Ende und er zweifelt an der Strategie der Polizei. Er hat auch viele Fragen. Warum dauern die DNA-Analysen so lange? Warum wechseln die Sachbearbeiter bei Polizei und Staatsanwaltschaft ständig?
Eine allerletzte Möglichkeit sieht der Ehemann noch. Er sagt, auch nach so vielen Jahren hoffe ich, dass endlich irgendjemand sein Schweigen bricht. Es ist vielleicht die einzige Chance, aber auch das ist schon vorgekommen. Ja, dem Ehemann läuft natürlich die Zeit weg, denn er möchte natürlich vor seinem Ableben noch erfahren, wer seine Frau getötet hat und vor allen Dingen auch warum. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss.